Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video in meinem Kanal. Es geht hier um das Thema Aluminium selber eloxieren. Vorab, ich mache ein Geständnis, es ist kein Expertenvideo, ich habe das noch nicht 20.000 Mal gemacht. Ich mache das heute zum ersten Mal. In der Hinsicht hat das Video zwei Gesichter. Zum einen natürlich den didaktischen Teil, sprich wie sieht der Aufbau aus, welche Materialien verwenden wir, welche Werkzeuge brauchen wir, wie sieht die Durchführung aus, welche Kosten entstehen. Und zum anderen natürlich auch die dokumentarische Seite, sprich, wie sieht ein Werkstück aus nach dem allerersten Versuch? Ist das 100%ig, ist das nur 80%ig, warum ist es nur 80%ig, wo ist Verbesserungspotenzial? Da werde ich auch ganz ehrlich mit dem Thema umgehen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und aufgeregt, möchte aber, bevor es losgeht, kurz nochmal sagen, wie ich zum Eloxieren komme. Der Grund steht eigentlich neben mir, den könnt ihr gerade nicht sehen, aber ich zeige ihn euch gleich, gefragt oder ungefragt. Dort steht nämlich mein Motorrad und ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und so ein Motorrad hat unheimlich viele Anbauteile aus Aluminium. Wie sehen diese Anbauteile zu 99% aus? Sie sind silbrig, mal matt, mal glänzend, mal poliert und wieder silbrig. So, und Punkt 1 und Punkt 5, den will ich ändern. Das mag ich gar nicht, ich will das schwarz haben und habe das mal versucht an so einem Werkstück aus Aluminium von dem Motorrad. Das ist hier so eine Fußrastenhalterung für den Sozius-Fußraste. Ich habe das also ganz normal geschliffen, poliert, gereinigt, dann dementsprechend mit Aluminiumgrundierung überzogen, habe das dann mit Schwarz überzogen und dann mehrere Schichten Klarlack aufgezogen und war auch bin immer noch vom Ergebnis, zumindest in optischer Art und Weise, super begeistert. Also genauso hätte ich es gerne gehabt. Das Problem ist, ich habe es nicht sofort eingebaut, beziehungsweise mein Glück, je nachdem wie man es möchte. Ich habe es nämlich hier hingelegt. Habe da ein paar Tage was anderes gemacht, habe dann den Platz gebaut, habe es dann hier hingelegt und hier hingelegt und habe es aber zu viel gelegt und habe hier unten zwei Macken reingehauen. Was natürlich A ärgerlicher ist, aber B zu der Erkenntnis geführt hat, dass die Oberfläche den Ansprüchen nicht genügt. Man muss sich das nämlich so vorstellen, das ist jetzt die Fußrastenhalterung, hier sitzt die Fußraste und hier ist dann der Fuß von meiner Frau drauf und der scheuert dann immer schön während der Fahrt hier an dieser Stelle. War sie dann natürlich nicht, war jemand anderes, weil ich hier auch dauernd irgendwelche andere Leute mitnehme. Aber ist egal, auf die Dauer wird das hier wahrscheinlich total zerkratzt sein und unansehnlicher aussehen und unansehnlicher wahrscheinlich, als wenn ich es gar nicht lackiert hätte. Deswegen suchte ich nach einer Alternative. Habe dann eine Alternative gefunden, die lautet dann Pulver lackieren oder Pulver beschichten. Ja, jetzt muss man dazu sagen, im Do-it-yourself-Bereich hätte ich mir dann selber persönlich einen Kompressor kaufen müssen. Ich hätte mir so eine Pulverpistole kaufen müssen, ich hätte mir Pulver kaufen müssen, ich hätte mir einen Ofen kaufen müssen, ich hätte mir Zubehör kaufen müssen. Dann wären wir bei 400 bis 500 Euro gewesen, wo ich hätte dann gelacht, aber meine Frau hätte geweint und das wollte ich nicht und deswegen haben wir gesagt, okay, suchen wir eine andere Alternative. Und dann bin ich durch Zufall auf das Thema Eloxieren gekommen, weil ich ein YouTube-Video gefunden habe, die ist schon 5 Jahre alt, wo ein Mountainbiker das mit einfachen Mitteln eigentlich auch gemacht hat. Er hat also da Mountainbike-Zubehör, ich weiß gar nicht was das war, mit einfachsten Mitteln eloxiert und das Ergebnis war gut. Und habe mir gedacht, das kannst du doch auch. Und habe weiter geforscht, habe englischsprachige Videos mir angeguckt, die dann sich ein bisschen inhaltlich zu sehr unterschieden, wo ich mir gesagt habe, nee, das ist auch nicht so die super Quelle. Habe aber zum Glück dann eine deutschsprachige Webseite gefunden, die das textlich sehr gut beschreibt. Der Link wird gerade eingeblendet, beziehungsweise ist auch in der Videobeschreibung anklickbar. Die haben einen Webshop, das ist nämlich Electronic Things, die verkaufen auch Eloxalprodukte dazu. Ob das hier so ein Konservierungsmittel ist oder so ein Sealing-Zusatz. Oder hier so eine Titanstange, die wir brauchen, oder auch diese Eloxal-Pulverfarben, die noch angerührt werden müssen. Die haben eigentlich ziemlich alles, was die Erstausstattung betrifft. Die Farben sind sogar 50% billiger als bei der Bucht, das muss man auch mal dazu erwähnen. Und haben also eine Anleitung, die das sehr gut beschreiben. Teilweise bis ins Professionelle hinein, weil das geht hinterher um das Thema Harteloxieren, aber das nur nebenbei. Ich werde mich da größtenteils auch dran halten, bis auf 1, 2 Punkte. Ich halte mal so einen Punkt hoch, aber da kommen wir nachher zu. Ich möchte euch jetzt aber nochmal visuell den Grund zeigen, aus dem einfachen Grund, ich möchte euch nicht die ganze Zeit hier während des Videos irgendwelche Metallteile ins Bild halten, wovon ihr nicht wisst, was das ist. Ich zeige euch also die Maschine, zeige euch die Anbauteile, wo die sitzen und was für eine Funktion die haben und dann geht es auch schon gleich los. Das ist also meine Maschine, eine CBR 600F und ich hoffe, dass nun jeder meinen Wunsch nach schwarzen Anbauteilen statt silbernen ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist hier die Fußrastenanlage mit dem sogenannten Fersenschoner.
Und da es das Ganze nochmal auf der anderen Seite gibt, haben wir also einen K-Fersenschoner und das ist unser erster Versuch, damit fangen wir an. Und das ist die Fußrastenlage für den Sozius mit der ausklappbaren Fußraste. Das ist der Träger, den ich schon hochgehalten habe in schwarz. Das ist unser zweiter Versuch. So, das sind also die beiden Teile, mit denen wir anfangen zu arbeiten. Die sind also viel polierter oder glänzender als die Originalteile, die bei mir noch dran sind. Und genau das ist das Problem. Ich versuche das mal auf dem Video zu zeigen. Wir haben also hier dicke Kratzer drin. Wir haben hier an den Kanten dicke Kratzer drin. Wir haben hier Rückstände an den Schraubenlöchern. Und ich habe lange überlegt, ob ich das so lasse oder ob ich das behandle. Wenn ich das gelassen hätte, wäre natürlich der Lerneffekt da gewesen, wie solche Kratzer nach dem Eloxieren aussehen. Ich möchte das aber eigentlich gar nicht so glänzend haben an meinem Motor. Ich möchte das ruhig ein bisschen matter haben. Ich habe hier schon mal auf der Rückseite angefangen. Also das ist jetzt ein behandelter Bereich, den ich schon angefangen habe zu polieren mit 800er Schleifpapier. Der Bereich ist noch gar nicht behandelt. Ich werde das jetzt nochmal mit 1200er und 2000er Schleifpapier ein bisschen behandeln und anschließender Metallpolitur mit Autosol, um das sauber, kratzerfrei oder so möglichst kratzerfrei und ein bisschen matter hinzukriegen. Und für euch geht es jetzt eigentlich weiter schon mit dem Aufbau, während ich jetzt in Wirklichkeit einmal die Teile behandeln werde. So, ich bin fertig mit Polieren und Schleifen, habe mir in der Zwischenzeit den ältesten Zwirn angezogen, der in greifbarer Nähe war. Und diesen Tipp gebe ich auch gleich weiter, weil wir arbeiten mit Laugen und wir arbeiten mit Säuren. Und wenn dann Spritzer auf den Zwirn kommen, ist das der weiteren Benutzung nicht unbedingt zuträglich. Weiterhin Mindest-PSA, PSA gleich persönliche Schutzausstattung, Schutzbrille und Säureschutzhandschuhe. Die beiden zusammen haben jetzt 8, 9 Euro gekostet und selbst wenn sie 20 Euro kosten, wenn ihr einen Spritzer ins Auge gekriegt habt, hättet ihr euch gewünscht, dieses Geld ausgegeben zu haben. Und dritter Hinweis, wenn ihr das bei Mama in einer guten Stube macht, lüften. Es entsteht also Knallgas oder es kann Knallgas entstehen. Wir machen, wenn wir das nachher eloxieren, auch hier ein bisschen das Garagentor auf. Es entsteht sehr viel Wärme in diesem Bad, das heißt die chemischen Reaktionen können schon ganz schön heftig sein, also nur bitte bei offenem Fenster. So, wir haben jetzt hier 5 einzelne Stationen, ich benenne die mal, das ist das Reinigen, das ist das Wässern, das Anodisieren, das Färben und das Versiegeln. Das sind Materialien im Wert von ungefähr 240 Euro. Jetzt wird der eine oder andere sagen, der hat doch ein Rad ab. Das ist wahrscheinlich das Problem, dass das nicht der erste und auch nicht der letzte sein wird, der das sagen wird zu mir. Aber nichtsdestotrotz sind das Kosten, die mir persönlich entstanden sind. Jetzt sagt der eine, das kann nicht sein. Zum Beispiel solche Boxen, die sehe ich jetzt schon, die habe ich schon zu Hause. Natürlich haben wir auch solche Boxen zu Hause, nur da kommt dann Natriumhydroxid rein, hier kommt Schwefelsäure rein. Die kann ich meiner Frau nicht aus der Küche klauen, eben benutzen und dann wieder irgendwie unterjubeln. Das wird zu Krach führen. Deswegen habe ich mir solche Boxen allein nicht nur für das Eloxieren gekauft und die schlagen dann ungefähr mit 13, 14 Euro zu Buche. Und ich brauche auch keine 3 Kanister mit destilliertem Wasser im Erstversuch, vermute ich zumindest mal. Ich bin aber scharf auf die Kanister, wenn sie leer sind, weil die Dinger kosten leer mehr als wenn sie voll sind. Also 3-fach, 4-fach Preis. Und wir können nämlich jede einzelne Flüssigkeit, ob das Farbbad ist, ob das die Schwefelsäure ist, ob das Reinigungsbad ist, mehrfach verwenden. Das heißt, beim nächsten Eloxieren kostet uns das Ganze schon gar nichts mehr, weil wir ja alles schon haben. Wir füllen also nach dem Gebrauch diese Flüssigkeiten mit Hilfe dieses Trichters dann in diesen Kanister, beschriften das, packen das weg bis zum nächsten Mal und haben schon wieder 0 Kosten, 0 Investitionskosten beim nächsten Eloxieren. Die ganzen Kosten sind auch am Ende des Videos nochmal tabellarisch aufgeführt, sprich, was habe ich gekauft, wo habe ich es gekauft, welche Versandkosten sind angefallen, wie viel habe ich davon gekauft und ist das ein Must-Have oder ein Nice-to-Have. So kann jeder seinen eigenen persönlichen Starterpreis ausrechnen, weil er sagen kann, das habe ich schon, das habe ich noch nicht, das brauche ich und das brauche ich noch nicht. Und dann fangen wir jetzt endlich an, es wird jetzt langsam wirklich aufregend, mit der ersten Station, mit der Reinigungsstation. Zum Reinigen gehört eigentlich auch der Vorprozess, das was ich gerade gemacht habe, das Schleifen und Polieren. Da ein ganz kurzer Sicherheitshinweis nochmal nachgeschoben. Wenn ihr Aluminium schleift, entsteht Aluminiumstaub und der ist giftig. Daher tragt bitte einen Mundschutz und solche Sicherheits- oder Einweghandschuhe.
Wenn ihr nass poliert oder nass schleift, so wie ich das gerade gemacht habe, tragt zumindest nur diese Handschuhe. Ein Mundschutz muss da nicht unbedingt sein, weil da so viel Staub nicht entsteht. Aber was dann entsteht, ist ein ganz schwieriger Film, der dann tief unter die Haut geht. Deswegen bitte solche Handschuhe tragen. Beim Reinigen benutzen wir destilliertes Wasser. Wir benutzen eigentlich auf jeder Station destilliertes Wasser. Warum? Weil das entmineralisiert ist, sprich kein Kalk oder andere Mineralien sich auf dem Werkstück ablagern können und somit der ganze Prozess optimiert wird. Dazu packen wir diesen Rohrreiniger und dabei ist es egal, ob das ein Markenprodukt ist oder ob das so ein No-Name-Produkt ist, wie wir hier haben. Es ist immer Natriumhydroxid. Gemischt mit Wasser ergibt das eine Natronlauge und das ist genau das, was wir brauchen. Bei der Zusammensetzung bzw. Dosierung habe ich keine Quellen gefunden. Ich werde einfach mit 5 Esslöffeln pro Liter anfangen und versuchen, das dann eben über die Zeit zu kontrollieren. Alternativ bietet Electronic Sinks hier auch noch ein Reinigungsprodukt an. Das hat den Unterschied zu dem Natriumhydroxid, dass es A schonender ist, B besser reinigen soll, C den pH-Wert stabil hält und der pH-Wert ist auf allen Stationen eine Art Optimierungsfaktor. Und der letzte, aber triftige Grund, ich hoffe, den habe ich richtig verstanden, ist, dass das Natriumhydroxid bzw. die Natronlauge enteloxieren kann, während das Produkt das nicht kann. Enteloxieren heißt, ich habe ein schon gefärbtes Aluminiumwerkstück und möchte das wieder blank machen. Das geht nur mit der Natronlauge. Die nächste Station habe ich mal Wässern benannt. Das ist nichts anderes als destilliertes Wasser, weil wir nach jedem Arbeitsschritt, ob das jetzt das Reinigen oder das Anodisieren mit der Schwefelsäure, das Werkstück immer wieder dort hineintauchen und mit dem Wässern rückstandsfrei von den Laugen und Säure machen. Mehr ist das nicht. Die spannendste Station ist sicherlich diese hier. Das ist das eigentliche Anodisieren oder Eloxieren mit einem Behältnis, natürlich, ist klar, natürlich mit destilliertem Wasser. Und zum allerersten Mal kommt jetzt die Schwefelsäure ins Spiel in Form von 2 Flaschen Batteriesäure. Batteriesäure, muss man wissen, hat immer einen Schwefelsäuregehalt von 37,5%. Das ist aber viel zu hoch. Wir benötigen nur 15 bis 20%. Wenn wir das aber 1:1 mit Wasser mischen, haben wir rein mathematisch 18,75% und liegen also genau in dem Bereich, den wir benötigen. In diese Schwefelsäure hängen wir an beiden Seiten, hinten und vorne, jeweils dieses Dachdeckerblei. Das wird also reingehängt und oben umgeklappt. Und oben wird dann das schwarze Kabel, der Minuspol, angeschlossen und bildet die Kathode. In die Mitte kommt die Anode, sprich das ist ein Titandraht, an dem das rote Kabel angeschlossen wird, der Pluspol. Über dem Titanschaft hängen wir diesen Titandraht, mit dem wir vorher diese Werkstücke auffädeln und in das Schwefelsäuregemisch hineinlegen. Wieso Titan? Wieso nichts anderes? Jedes andere Metall würde chemisch reagieren und sich teilweise sogar auflösen und damit dieses ganze Eloxalbad zunichte machen. Wir haben dann noch eine Belüfterpumpe aus dem Aquaristikbereich, an dem wir diesen Schlauch anschließen werden. Dieser Schlauch wird von mir perforiert und auf den Boden verlegt. Warum? Ich habe ja schon erwähnt, dass hier Wärme entsteht und diese Wärme darf nicht über 20 Grad steigen, damit hier das Eloxalergebnis nicht mangelhaft wird. Normalerweise macht man das, indem man Kühlakkus reinpackt, bitte keine Eiswürfel, damit würden wir das Gemisch wieder verwässern. Legt also Kühlakkus rein und lässt hier die Luft durchströmen, um eine Umwälzung stattfinden zu lassen. Jetzt haben wir hier gerade November, Ende November, Anfang Dezember, wir haben draußen -2 Grad, die Garage ist leider nicht beheizt. Ich friere mir ja gerade einen Pin im Hintern, weil wir hier drin nur 5 bis 6 Grad haben. In der Hinsicht wird das eigentlich nicht notwendig sein, ich lasse aber trotzdem mitlaufen, weil es gibt den Grundsatz, umso kälter dieses Bad ist, umso besser ist das Eloxalergebnis. Zum Schluss haben wir hier noch das Labornetzteil, das teuerste Stück. Das ist einerseits mit einer Leistung von 150 Watt versehen und zum anderen ist es stabilisiert. Was heißt stabilisiert? Ich muss hier die Stromstärke einstellen, sprich eine Ampereanzahl, und die soll gleichmäßig bleiben. Es wird sich aber der Widerstand in dem Schwefelsäurebad ändern. Dieses Netzteil behält aber dann trotzdem die eingestellte Amperezahl bei. Habt ihr ein nicht stabilisiertes Netzteil, müsst ihr dauernd manuell nachmessen und nachregulieren manuell. Und mit 150 Watt, also sprich 5 Ampere, 30 Volt, ist das auch ziemlich unterste Leistungsgrenze, zumindest wenn man solche Teile hier dementsprechend eloxieren möchte. Was anderes ist, wenn ihr aus dem Modellbau kommt und nur ganz kleine Teile habt, weil es gibt eine mathematische Berechnung, mit der man die Stromstärke berechnen kann. Man sagt, 100 Quadratzentimeter benötigen 1,5 Ampere pro Stunde. Ich habe das mal grob überschlagen, das sind 100 Quadratzentimeter. Leider ist die Rückseite auch noch mit zu berechnen, das heißt, wir haben hier schon 200.
würden dann schon mal 3 Ampere brauchen. Wenn wir beide eloxieren, haben wir schon 6 Ampere. Es geht natürlich nicht bei einem 5 Ampere Netzteil. Ich werde hier also 4 Ampere einstellen und entsprechend einfach die Zeit verlängern. Jetzt habe ich noch ein Nice to Have am Schluss. Das ist ein Titandrahtgeflecht für die Teile, die man nicht auf so einem Titandraht aufhängen kann, wie zum Beispiel Schrauben. Da kann ich mir so ein kleines Körbchen basteln und das dann einfach in die Schwefelsäure hängen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal im aufgebauten Zustand. Ganz einfacher Aufbau. Hier die beiden Kathoden. Ich habe hier die Walzbleie zurechtgeschnitten. Das geht ganz gut mit dem Teppichmesser. An beiden ist angeschlossen das Minuskabel. In der Mitte die beiden Werkstücke, aufgehängt an den Titandraht. Der hängt wieder an den Titanstab. Das wird auch so von Station zu Station getragen. Und beim Eloxieren hänge ich das dann hier noch rein und schließe den Pluspol an und schalte den Strom ein. Und zuletzt noch halt das Belüftungssystem in Form des Aquarienschlauches mit der Aquarienpumpe. Und da habe ich noch so einen kleinen Regler gefunden. Ob ich den brauche oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist schon alles gewesen. Mehr ist das nicht. Das sind hier die beiden letzten Stationen. Die vorletzte Station heißt Färben. Wir haben hier also einen Behälter, in dem die Färbung stattfinden soll. Wir haben hier das Eloxalpulver, zweimal schwarz und einmal feuerrot. Wir haben hier ein Thermometer mit einer Skala von 110 bis minus 10 Grad in quecksilberfrei. Das brauchen wir, um die Temperatur dieses Farbbads zu überwachen, weil die bei 50 Grad liegen muss. Um diese 50 Grad zu erreichen, haben wir hier einen Aquarienheizstab mit 100 Watt. Der kommt dann also hier rein. Jetzt haben wir ja natürlich gerade gehört, dass wir hier nur eine Raumtemperatur von 7 Grad haben. In der Hinsicht weiß ich gar nicht, ob das reicht, dass dieser Stab hier dieses Bad auf 50 Grad bringt. Kann also sein, dass wir hier umdisponieren müssen und ein anderes Gefäß und einen anderen Raum benutzen. Aber so sieht die Theorie aus, die graue. Und zum Abschluss haben wir hier noch ein Nice to Have. Das ist ein Konservierungszusatz. Dieser Konservierungszusatz wird schwach dosiert in das Farbbad mitgegeben und einfach nur die Lagerfähigkeit zu erhöhen. Die letzte Station ist das Versiegeln. Normalerweise sieht das Versiegeln einfach so aus, dass wir das Werkstück abschließend in kochendes Wasser packen, natürlich in destilliertes kochendes Wasser. Dort ungefähr für 30 bis 60 Minuten drin belassen. Jetzt seht ihr natürlich da noch ein kleines Fläschchen drin. Auch dieses Fläschchen ist ein Nice to Have von Electronic Sinks. Das nennt sich eine Sealing-Lösung. Diese Sealing-Lösung macht nichts anderes als den Farbschutz und den UV-Schutz zu verbessern. Mehr nicht, aber das reicht ja auch schon. Das waren jetzt alle 5 Stationen und jetzt geht's los mit der Praxis. Ich gebe jetzt schon mal 10 Esslöffel von dem Rohrreiniger hier rein, weil ich in der Zwischenzeit 2 Liter destilliertes Wasser erwärme. Das ist hier so kalt in der Garage, dass ich befürchte, dass sich das noch nicht so richtig hundertprozentig auflöst. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann hole ich mal das warme Wasser. So, das sind jetzt 2 was. Das dampft jetzt ein bisschen, ist klar, weil das warm ist und hier drin so kalt. Und das sprudelt. Naja, da wollen wir hoffen, dass das so einigermaßen funktioniert. Das ist schon ein bisschen Hexenküche. Noch ein bisschen was zum Umrühren, einen kleinen Holzkeil. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, wie das hier teilweise richtig heftige, auch akustische Reaktionen von sich gibt. Und jetzt fängt es auch ein bisschen an zu brennen in der Luft, dann machen wir schon die Garage auf. Ja, ich hoffe, man sieht das Sprudeln so ein bisschen. Ich versuche mal näher ranzugehen.
So, dann habe ich jetzt hier die zwei Teile. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Da kann man das sehen. Wie hier jetzt noch die... Na, hier ist ein bisschen sauber. Hier ist ein bisschen dreckig an den Kanten. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Kamera so funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe es ja. Ich hänge das jetzt mal rein. Mann, ist das am Brodeln. Ich fange jetzt einfach mal an, die Uhr zu stoppen, wie lange ich das drin lasse. In der nächsten Station hier daneben habe ich schon das Reinigungsbad fertig. Das sind auch 2 Liter destilliertes Wasser. Und dann kann ich eigentlich schon anfangen, das Säurebad vorzubereiten. Sind jetzt gerade mal 30 Sekunden drin. Und guckt euch das an, wie das hier reagiert. Das ist der Hammer. Hexenküche, echt Hexenküche. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel von dem Pulver reingetan, aber nun gut. Ich lasse das circa mal 2-3 Minuten drin und gucke mir das dann mal gleich an. So, in der Zwischenzeit nehmen wir hier mal rüber. Ich muss die Kamera ein bisschen anders einstellen. So. Liebe Leute, seid froh, dass ich hier in der Garage bin und das Garagentor auf habe. Das ist doch schon ziemlich ätzend in der Luft. So, 2 Liter normales Wasser. Wichtig ist, erst Wasser, dann Batteriesäure. Der erste Kanister schon leer. So, und dann langsam die Batteriesäure hinzugeben. Langsam, weil da gibt es dann doch schon chemische Reaktionen. Ja, das war jetzt sogar ein bisschen schnell. Das war Liter Nummer 1. Und jetzt kommt Liter Nummer 2. Vergesst das mit dem langsam, das geht auch ohne. Die ganzen Quellen müssen immer langsam eingeben, aber das ist wahrscheinlich so kalt hier in der Garage, dass da gar nichts passiert. Mal gucken, wenn ich jetzt meine okay. So, wir gehen mal zurück zu dem hier. Alter Falter, ist das dreckig, das Wasser. Ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen. Guckt euch das mal an. Das war vorher alles klar bzw. weiß und das ist doch jetzt schon ziemlich dreckig. Ich lasse das noch ein bisschen drin und guck mal sofort, wie das wieder reagiert. Also die Reaktion sieht man doch sehr schön. Die Kamera auf dem Stativ, deswegen ruppelt das jetzt gerade ein bisschen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so dreckig wird. Guckt euch das mal an, wie dreckig das ist und was da drin wirklich abgeht, wie das hier heftig ist. Ich glaube,
dass die Konzentration von dem Rohrreiniger doch etwas zu hoch war. Nun gut, dann verkürzen wir das jetzt einfach und nehmen das raus. So, ich nehme das jetzt hier raus, tauche das einfach mal hier einfach ein. Und muss sagen, die Oberfläche ist nicht mehr poliert. Die Oberfläche ist jetzt matt. Das habe ich euch gar nicht erzählt. Nach dem ganzen Schleifen und Polieren war das Ergebnis oder so, dass es genauso poliert vorher aus erschien als bevor ich das gemacht habe, wo ich das ja eigentlich gar nicht haben wollte. Und jetzt sehen die Teile richtig matt aus. Eigentlich so, wie ich es ja haben wollte. Witzig. Aber für jemanden, der es glänzend haben wollte und poliert haben wollte, den empfehle ich also eine durchaus kürzere Behandlungszeit. Wir lassen es jetzt mal drin. Ich muss zur nächsten Station. So, ich versuche das jetzt mal ein bisschen besser einzufangen. Wie ihr seht, die Oberfläche ist matt, kratzerfrei und schweinesauber. Da ist also nichts mehr auch an den Kanten. Da waren vorher noch so ein paar Dreckpartikel drin, die ich so nicht rausgekriegt habe. Das ist alles weg. Heftigst. Also, wenn ihr neue Fersenschoner verkaufen wollt, die in Wirklichkeit gebraucht waren, reicht es eigentlich, wenn ihr die ein bisschen kratzerfrei macht und dann da reinhängt. Die sehen aus wie neu. Wirklich, tatsächlich. Auch wenn man das jetzt vielleicht nicht auf dem Video so schön sieht. Da weiß ich das sehe ich ja jetzt nachher am Rechner. Aber Hammer. So, und hier jetzt nochmal die Dreckbrühe. Die quillt immer noch. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch die Wärme, weil ich das richtig warm gemacht habe, das Wasser, dass das ein bisschen heftiger an der Reaktion war, als ich vermutet hatte. Nun gut, sei es drum, es hat gewirkt, es hat geholfen. Und zwar wie? Jetzt geht's los. Aus dem Reinigungsbad in das Säurebad. Ja, komm los, du widerspenstiges Etwas. So, dann schließen wir den Pluspol an. Gucken wir gerade, was für eine Temperatur wir hier haben. Ja, das ist genauso kalt wie die Umgebungstemperatur. Welch Wunder, also 5 Grad ungefähr. Da bewegt sich nichts. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur den Strom einschalten. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen mit der Kamera einzufangen. So, der wechselt hier so auf 4 Ampere. Das will ich aber gar nicht. Ich will so. Das sind jetzt 4 Ampere, die da drauf sind. Der rote Punkt sagt mir, dass die Stromstärke, sprich die Amperestärke, geregelt wird, beibehalten wird, während die Spannungsstärke wechselt. Wobei die Spannung ist mir zu niedrig. Ich will da eigentlich mindestens 17 Volt drauf haben. Na los, komm, geh hoch. Will er nicht. Warum auch immer. Das ist jetzt voller Anschlag. Naja.
eigentlich unschön. Ich hätte gern mehr Volt drauf gehabt. Ich hätte gerne 17 drauf gehabt, aber egal. Was wir aber sofort sehen, ist die chemische Reaktion in dem Schwefelsäurebad. Das Blei reagiert jetzt also sofort. Das ist also Wasserstoff, was jetzt hier sich bildet und an dem Werkstück bzw. an dem Blei hochkommt. Und auch auf der anderen Seite sieht man das auch. Jetzt machen wir schon für eine Ferne. Also da kommt schon jetzt nach 30 Sekunden eine Reaktion, die man sieht. Auch gut. Also das lassen wir jetzt 1,5 Stunden in Ruhe. Ich kann schon mal das Farbbad vorbereiten in der Zwischenzeit. Das muss ich auf Temperatur kriegen. Das machen wir nicht hier in der Garage. Das ist zu kalt. Das habe ich gerade schon mal ausprobiert. Das machen wir hier gleich im Nebenraum. Ja, bin ich mal gespannt. Wie ihr seht hier, das Netzteil reagiert also wirklich auf die chemischen Reaktionen. Das klackert die ganze Zeit. Jetzt geht der Lüfter sogar an. Und die Voltzahl ist, oder die Spannungsstärke ist also die sich immer ändert. Und die Amperezahl bleibt schön auf 4 Ampere, so wie ich das haben möchte. Das ist gut. Schön. Nächstes interessantes Detail. Ich habe jetzt gerade mal das Ganze hier vielleicht 3 Minuten laufen. Und von 5 sind wir jetzt schon auf 10 Grad gestiegen. In der Hinsicht werde ich jetzt doch nochmal die Belüftung einschalten. Das ist ja echt heftig. Hätte ich nicht gedacht. So, das Ganze läuft jetzt ca. 20-25 Minuten. Die Temperatur steigt jetzt hier auf 12 Grad, aber bleibt konstant eigentlich. Und das an einer Stelle, wo keine Luft eingeströmt wird, wo keine Umwälzung stattfindet. Ja, das kann aber so bleiben, das ist okay. Wunderbar. Während es daneben richtig schön brodelt, habe ich mir schon mal die angebaute Fußrastenanlage für den Sozus vorgenommen, beziehungsweise die linke Seite davon. Ich habe hier die Fußraste abgebaut. Hier sieht man noch das Kugellager oder beziehungsweise die Rastkugel. Das ist also das, was wir eloxieren wollen. Wenn man sich das anguckt, wie das hier aussieht, das sieht schon nicht nett aus. Aber das wird ein schöner Test, weil ich werde das so in das Reinigungsbad reingeben. Und werde mal gucken, wie das Ergebnis ist. Soll ja so sauber werden. Bin gespannt. Besonders hier das Fett. Ich zeige das mal im Detail. Das ist hier zum Beispiel die Fußraste. Die soll ja auch mal eloxiert werden im 3. Schritt. Das wollte ich eigentlich nicht zeigen. Aber das wird auch noch was so reingelegt in die Lauge. In die Natronlauge. Ist schon heftig, oder? Ja, da wollen wir mal gucken, ob das sauber wird. Interessant. So, die Natronlauge hat sich auch ein bisschen beruhigt. Der ganze Dreck ist jetzt auf dem Boden abgesenkt. Abgesunken. Wollen wir mal reinpacken. Let's go. Just for Fun Versuch Nummer 2. Ersatzdraht und rein damit. Und man sieht, passiert gar nichts oder nicht viel, nicht zumindest so heftig, wie es eben war. Ah, doch, jetzt kommt es langsam. Jetzt fängt es langsam an zu brodeln. Ich versuche das mal ein bisschen rumzustellen. So. Jetzt geht's los. Aber weit nicht so heftig wie eben. Wahrscheinlich war das Wasser zu heiß. Nehme ich mal an. Oder zu warm. Naja, wollen wir mal gucken. Ob das ist jetzt nur so ein Just for Fun Test, ob das wirklich funktioniert. Bevor ich die Fußrastenanlage, den Fußrastenträger da reinhalte. Oh, jetzt geht's auch wirklich los. Soll mal einer sagen, Chemie ist nicht spannend. Das ist jetzt eigentlich die Reaktion, die ich wirklich erwartet hatte. So sollte es eigentlich sein und nicht so wie eben. Also fast so eine Atomexplosion gerade eben. Wahrscheinlich habe ich einfach zu warmes Wasser genommen oder zu früh reingesetzt oder was auch immer. So sollte es eigentlich wirklich sein. Ja, also eine sichtbare Reaktion, ohne dass sie jetzt wirklich die Nachbarn gefährdet.
Das ist aber, und von der Zeit her dauert das auch weitaus länger. Das sind jetzt ungefähr 4 Minuten und der ist noch lange nicht sauber. Aber der Rohrreiniger-Effekt tritt auf. Also wirklich Nase drüber halten, hier so drüber halten und man erstickt. Ne? Das ist wie wenn man im Bad irgendwie einen Abfluss reinigt und die Nase über dem Abfluss hält. Naja, lassen wir ihn noch ein bisschen köcheln. Das ist jetzt 10 Minuten, Viertelstunde drin gewesen und wie man sieht, ist das Ding komplett schwarz angelaufen. Also der Aluminiumgehalt scheint hier ein anderer zu sein. Und richtig sauber, weiß ich nicht. Ist jetzt schwer zu erkennen, wenn das alles schwarz ist. Also das wäre jetzt auch ein Reinfall, wenn ich das rot haben wollte. Ich will es ja schwarz haben, in der Hinsicht kann ich es benutzen, aber interessant ist natürlich, dass das zum Endeloxieren völlig Banane gewesen wäre. Und in der Hinsicht bin ich froh, dass ich das schwarz haben wollte, weil rot hätte ich das jetzt nicht mehr färben können. Naja, auch eine Erkenntnis. Das Eloxieren oder Anodisieren geht langsam dem Ende zu. Das dürften noch ungefähr 10 Minuten dauern. Ich kann schon mal die Farbe jetzt hier anmischen. Das ist jetzt das Behältnis mit dem 50 Grad warmen Wasser. Da wollen wir das mal einmischen. Da ist noch ein bisschen drin. Das löst sich ja richtig gut auf. So, jetzt haben wir 48 Grad. Dann tauchen wir nochmal den Aquarienheizer ein. Und dann geht es hier gleich los. Ja, so ganz toll. Ich wollte jetzt gerade vorbeikommen und sehe gerade, dass der sich umgestellt hat. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger eloxieren. Das war jetzt so nicht geplant. Auf konstant Spannung statt Strom. So, es wird Zeit. Mal gucken. Also die Oberfläche ist ja perfekt. Das muss man dazu sagen. Das sieht wirklich so toll aus, als ob die neu wäre. Aber wie gesagt, der Wermutstropfen ist, wenn ich es poliert gehabt hätte, habe ich wohl beim Reinigen was falsch gemacht. Gut, ab ins Wasserbad. Dann die Titanstange lösen und dann ab ins Färbebad. Ich habe hier gerade mal just for fun schon mal die Fußrasse, die eben so schwarz war, in dieses Säurebad gepackt. Und siehe da, das was schwarz war, ist auf einmal wieder Silber. So, die lassen wir jetzt auch mal laufen, obwohl so nicht geplant. So, hinein mit euch. Ob ihr wollt oder nicht. Und wir haben das Problem, dass das zu klein ist, das Gefäß, was man sich vorher nicht kontrolliert hat. Dann müssen wir das halt ein bisschen kippen. So, das geht so. Jetzt muss ich noch was halten. Das drunter legen. Das ist ja jetzt auch wieder der nächste Reinfall. Sowas überprüft man natürlich auch vorher. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Da braucht ihr jetzt nicht die ganze Zeit dabei zugucken. So, jetzt haben wir den zweiten Super-GAU. Ich glaube, mein Netzteil hat sich gerade verabschiedet. Zum ersten Mal benutzt. Aber ich kann ja bei der Stromstärke überhaupt nichts mehr einstellen. Und der bleibt immer auf der Spannungsstärke stehen. Egal was ich mache. Und wenn ich ihn mal kriege, weil ich ihn längere Zeit ausgeschaltet habe, springt er nach 5 Minuten wieder hier drauf rum. Also das muss ich jetzt auch erstmal klären, bevor ich hier weitermachen kann.
Have a break. Have a KitKat. Es ist kalt, es ist feucht, ich friere, aber ist wahrscheinlich die Bestrafung dafür, dass ich mich hier schon wieder ins Bild dränge und euch zusabbel, anstatt dass das hier weitergeht. Aber liebe Leute, wäre ich jetzt Arzt und ich hätte den weißen Kittel an, dann hätte ich gesagt, Operation gelungen, Patient tot. Der erste Versuch war also ein Fehlversuch. Warum? Dazu komme ich gleich. Ich möchte kurz vorab nochmal dazwischen werfen, dass meine blöde Kamera in den spannendsten Moment des ersten Versuchs, nämlich das Ergebnis des Färbebads, nur rudimentär aufgenommen hat. Nämlich, sie hat dann aufgenommen, wo sie hätte nicht aufnehmen sollen und hat nicht aufgenommen, wo sie hätte aufnehmen sollen. Das, was da gerade eingeblendet wird, ist der Rest vom Schützenfest. Ich hoffe, man erkennt trotzdem, dass der eine Fersenschoner komplett schwarz geworden ist, so wie er hätte sein sollen, und der zweite überhaupt nicht. Da ist das Farbbad mehr oder minder abgeperlt. Ein Ergebnis, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte und als Fehlversuch gewertet habe. Und nach langem Überlegen habe ich als erstes das Netzteil in Verdacht gehabt. Das hat ja zum Schluss des Eloxiervorgangs irgendwie nur 0,02 Ampere geliefert. Das eingeschickt zum Händler, der sagte, nö, das ist in Ordnung. Ich sage, nö, das ist nicht in Ordnung. Der untersucht das jetzt, glaube ich, immer noch, aber der hat wahrscheinlich recht. Warum? Da komme ich gleich zu. Die zweite Möglichkeit war für mich, dass das Säurebad irgendwie umgekippt ist. Ja? Dass man sagt, okay, das irgendwie durch chemische Reaktion oder Verunreinigung ist hier der Widerstand erhöht worden, beziehungsweise die Leitfähigkeit herabgesetzt worden. Ich meine, hier wird zwar auch Wasser gebildet während der Reaktion, aber nicht so viel, dass wir von fast 19 auf unter 15% kommen. Habe mir extra so ein Multimeter besorgt, mit dem ich die Leitfähigkeit von Materialien messen kann. Was man aber nicht messen kann, das könnt ihr absolut knicken, ist der Widerstand von Flüssigkeiten. Ich sage jetzt gar nicht, was das Ding angezeigt hat und warum das falsch ist und warum das nicht funktioniert. Vergesst es einfach. Habe mir aber gleichzeitig, und das hat funktioniert, bei eBay für 1 Euro einen sogenannten Areometer, ein schweres Wort, besorgt, und dann nennt man auch Senkwaage. Damit kann man die Dichte von Flüssigkeiten messen. Oder in dem speziellen Fall den Schwefelsäuregehalt von dieser Schwefelsäurelösung. Was ich da genau gemessen habe und wie man das Ding benutzt, zeige ich euch auch gleich im Anschluss, in kurzem Filmchen. Nimm das Ergebnis aber vorweg auf die Schwefelsäurelösung. Ist in Ordnung und nicht Verursacher des Fehlversuchs. Blieb nur noch eine letzte Möglichkeit und auf die hat mich der Herr Drube von Electronic Sims gemacht. Vielen Dank dafür. Eloxiertes Aluminium leitet ja gar keinen Strom. So, wenn man das weiß, kann man auch einen Umkehrschluss ziehen oder kann man den Umkehrschluss ziehen, dass die Kontaktfläche zwischen dem Titandraht und dem Werkstück während des Eloxierens überhaupt nicht eloxiert wird. Diese Kontaktfläche bleibt blank. Verrutscht jetzt der Titandraht auf eine schon eloxierte Fläche, wird der Stromfluss zum Werkstück unterbrochen. Und das wird mir genau zweimal passiert sein, einmal ziemlich früh mit dem ersten und einmal etwas später mit dem zweiten Werkstück. Denn beim ersten Mal wird der Titandraht auf eine eloxierte Fläche gekommen sein, die schon so stark eloxiert war, dass der Stromfluss unterbrochen werden konnte, aber noch so schwach eloxiert war, dass später im Farbbad keine Farbpartikel eingeschlossen werden konnten. Ab dem Zeitpunkt sind die vollen 4 Ampere, die ja für beide Werkstücke gedacht waren, auf nur noch ein Werkstück gelaufen und hat natürlich dort den Eloxiervorgang beschleunigt. Das hat dann auch ausgereicht, um später die schwarze Farbe anzunehmen. Zum Schluss hin habe ich das aber auch nochmal verrutscht auf eine eloxierte Fläche und ab dem Zeitpunkt ist auch dort keine chemische Reaktion mehr vonstatten gegangen, sprich es gab keinen Verbraucher mehr. Und wenn es keinen Verbraucher mehr gibt, fließt auch kein Strom und das Netzteil zeigt natürlich auch keine Amperezahl an. Was also im Umkehrschluss dann auch, oder das Fazit auch dann bedeutet, sobald hier auch einmal nur kurz die Werkstücke verrutschen, beziehungsweise die Aufhänger hier, der Titandraht verrutscht, kann man den Versuch abbrechen und wieder komplett von vorne anfangen. Also das muss absolut rutschfest sein. Diese These gilt es zu beweisen im zweiten Versuch. Ich denke mal, das wird es aber gewesen sein. Ich möchte kurz nochmal den schwarzen, erfolgreichen gefärbten Fersenschoner ins Bild halten, der jetzt nicht mehr schwarz ist. Warum ist er nicht mehr schwarz? Ich habe ja eingangs gesagt, dass man mit Natronlauge auch enteloxieren kann. Das ist der Beweis, dass es funktioniert. Wie gut das funktioniert hat, zeige ich dann auch nochmal kurz im Anschluss in einem Filmchen. Möchte aber nochmal auf die Natronlauge zurückkommen. Im ersten Versuch da nochmal ein Review machen, denn auch das Reinigen des Werkstückes ist eigentlich ein Fehlversuch, wenn man ganz ehrlich ist. Das Ding war poliert und ist jetzt matt, so wie ich es haben wollte, aber jemand, der weiterhin polierte Teile benutzen wollen, der hätte sich nach dem Reinigen eigentlich schon auf den Hosenboden gesetzt.
Wir müssen also im zweiten Versuch dort ein neues Bad ansetzen. Das wird weniger dosiert sein, werde ich noch mal extra was zu sagen. Aber das war viel zu heftig. So, zeige da aber trotzdem jetzt nochmal das Endeloxieren, zeige den Gebrauch des Aerometers und dann geht es weiter mit dem zweiten, dann hoffentlich erfolgreichen Versuch. Zumindest das Endeloxieren klappt. Wie man sieht, sind beide wieder schön sauber. Also das ist schon mal eine Bestätigung der Theorie. Aber ansonsten erster Durchgang nicht so schön. Dieser Aerometer oder diese Senkwaage hat hier so einen Gummiball, den drückt man zusammen, damit die Luft rausgedrückt wird. Und dann hält man das in die Flüssigkeit. Ich mache das jetzt mal, ohne dass ihr das auch seht, dass da wirklich Flüssigkeit. So, jetzt sieht man die Flüssigkeit. Und wenn du Hund dich jetzt mal drehen würdest, so, dann sieht man jetzt, ich hoffe man sieht es, einen Wert von knapp 1200, was auch immer, Apfelbrötchen. Was der auch genau anzeigt, für einen Wert ist egal, aber die 1200 fast, die sind wichtig, weil wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einer frisch angesetzten Säurelösung, dann haben wir hier 1200. Also das ist vollkommen in Ordnung. Komm her. Das ist vollkommen in Ordnung. Diese Skala ist einigermaßen identisch mit dem der gebrauchten Lösung. Wenn ich jetzt mal normales Wasser nehme, also destilliertes Wasser, und das mache, das Ding schwimmt überhaupt nicht da drin. Das ist also komplett unten noch am Boden. Ergo, Säurekonzentration noch vollkommen okay von dem gebrauchten Säurebad. Kann weiter benutzt werden. Ich wollte ja jetzt noch mal was zum Reinigen im zweiten Versuch sagen. Ich werde insgesamt 4 Sachen ändern. Die erste Sache ist, ich werde die Dosierung für die Reinigung der Fersenschoner noch mal herabsetzen auf insgesamt 7 und nicht 10 Esslöffel. Die Fersenschoner müssen noch mal gereinigt werden, weil man, sobald man die mit den Fingern anfasst, da noch ein Fettfilm drauf ist, der muss wieder runter. Zweitens, ich werde die Temperatur erniedrigen. Das heißt, ich hatte ja wahrscheinlich 70 Grad ungefähr im ersten Versuch oder 50 Grad. Ich werde jetzt hier nur 1 Liter hitzen. Hier hinter mir steht so ein Herdplatten und das mit kaltem Wasser mischen, sodass wir auf vielleicht 30, 40 Grad kommen. Des Weiteren werde ich die Anfangsreaktion, das ist die dritte Sache, die ich ändere, abwarten. Das heißt, erst nach 10 Minuten reinsetzen. Was ich dann aber als viertes machen werde, ist, ich werde die Dosierung wieder erhöhen, nachdem die Fersenschoner gereinigt wurden. Für diesen Träger hier, den wir ja auch noch reinigen müssen, haben wir ja gesehen, dass es ziemlich verkrustet ist und verölt ist. Da wird die Dosierung wahrscheinlich nicht ausreichen. Da werde ich wieder auf 10 Esslöffel gehen und den dann nachträglich sofort reinigen, damit der schon mal sauber ist. Ich will euch jetzt nicht zeigen, wie ich da jetzt 10 oder 7 Esslöffel Rohrreiniger reinpacke und wie ich das Wasser mische, das ist eigentlich uninteressant, sondern es geht gleich sofort los. Ich habe die Teile jetzt 6 Minuten drin gelassen. Warum so lange? Die sind doch schon sauber. Das zeige ich euch gleich nach dem Wässern. Ich nehme die nämlich jetzt raus. Aber wie ihr seht, das ist jetzt weitaus weniger reaktiv, das Bad. So, dann wollen wir die mal eben kurz wässern. Na, kommt rein. Ich habe da nämlich was entdeckt. Ich hoffe, man kann es sehen auf dem Video. Bei dem einen Fersenschoner, bei dem rechten hier, sind nämlich schwarze Flecken drauf. Das war hier in dem Bereich. Ich nehme mal an, das war derjenige, der auch schwarz gefärbt war, dass das Farbe ist, die nicht komplett rausgegangen ist. Ich hoffe, man sieht's. Wie auch immer. Und hier oben sieht man auch welches. Hier in dem Bereich. Ich lasse das jetzt aber so. Ich werde den jetzt nicht noch länger drin lassen. Ich hoffe, man sieht's. Ich werde das jetzt eloxieren. Auch mit dem
bewusst sein, dass das zu Fehlern hinter beim Eloxieren auftreten kann oder zu führen kann. Egal, ich habe ja noch ein Ersatzpaar. Das hat keine 2 Minuten gedauert, dann schaltete mein Netzteil wieder auf die bekannten Anzeigen. Also nehme ich mal an, dass der Draht hier, der Originaldraht, den ich benutzt habe, das ist dieser hier 1,5 mm, zu steif ist und gar nicht richtig anliegt. Ich hatte mir in der Zwischenzeit einen 0,5 mm Draht und einen 1 mm Draht benutzt. Ich benutze jetzt hier mal den 0,5 mm Draht, den habe ich jetzt mehrfach umwickelt. Ich zeige das einmal kurz hier oben und werde jetzt mit einem Fersenschoner den Versuch durchführen. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, weil hier doch ein besserer Kontakt gewährleistet ist als mit dem dicken Draht. Naja, also nochmal noch zweiter Versuch, Entschuldigung. Vollständigkeit halber sei nochmal erwähnt, wenn ich nur einen Fersenschoner eloxiere, dann natürlich auch mit einer anderen Amperezahl, hier mit 3 Ampere und dann auch nur 60 Minuten und nicht 90 wie in den beiden vorangegangenen Versuchen. So sieht es dann im Endeffekt aus. Das ist jetzt schon der zweite Fersenschoner. Der erste lief genau 30 Minuten, dann trat wieder der Effekt auf, 0 Ampere. Ich habe aber trotzdem den Fersenschoner in das 50 Grad warme Wasser Farbbad reingetan und siehe da, er ist schwarz. Man soll es kaum glauben, er hat es angenommen. Warum der jetzt nach 30 Minuten hier auch dementsprechend strommäßig die Grätsche gemacht hat, kann ich bei Gott nicht sagen. Ich werde ihn jetzt einfach mal ins heiße Wasser packen und dann dort 60 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit müsste er hier mal gucken, ob der hier auch nach 30 Minuten dann die Grätsche macht. Das wäre ja zumindest dann logisch. Nun gut. In das Wasserbad kommt jetzt auch diese Sealing-Lösung. Da steht 2 bis 3 Milliliter pro Liter Wasser. Das sind ungefähr 4 Liter. Ich habe jetzt schon 3 Spritzen reingetan. So, dann haben wir jetzt 10. Ich hoffe, man kann so ein bisschen erkennen, wie sich da so Schlieren bilden über dem Werkstück beim Eloxiervorgang. Das trübt das Wasser auch so ein bisschen ein, die sich auch so richtig bewegen, so leicht. Das ist aber auch schon beim ersten Versuch aufgetreten. Das ist jetzt nichts Neues. Ich wollte das nur mal eben auch im Anschauungsunterricht hier zeigen. Und nach einer genau halben Stunde ist auch derselbe Effekt bei dem zweiten Fersenschoner aufgetreten. Sprich, ergo Stromzusammenbruch, es fließt kein Strom mehr. Also nehme ich mal an, ohne es zu wissen, ich nehme es nur an, dass hier auch der Eloxiervorgang beendet ist. Das heißt, auch er müsste sich schwarz färben. Ich werde ihn jetzt einfach mal ins heiße Wasser, ins Farbbad tun und dann ins heiße Wasser und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an. Wenn das hält, habe ich eine Vermutung, aber nicht zu diesem Zeitpunkt jetzt erstmal. Bei dem Werkstück scheint sich schon abzuzeichnen, dass es hier Fehler in der Farbannahme gibt, wie man hier sieht. Also hier gibt es ganz viele helle Stellen. Das gab es beim ersten Werkstück nicht. Woran das jetzt liegt, sei dahingestellt. Ich lasse es trotzdem noch mal ein bisschen drin. Und dann gucken wir mal, wie es zum Schluss aussieht. Ich nehme das jetzt nach einer Viertelstunde mal raus. Lasse das ein bisschen abdampfen hier, um euch den Fehler zu zeigen. Hier sieht man es im Licht besser. So, man sieht hier an den Stellen, die schon trocken sind, dass hier so eine Art Marmorierung drauf ist. Jetzt, wo meine Finger da oben drauf sind, sogar
den Abdruck von den Handschuhen. Aber was halt stört, ist halt diese Marmorierung hier oben im oberen auf der großen Fläche. Das hier ist noch ein bisschen feucht, deswegen wird das. Und auf der anderen Seite haben wir genau dieselben Fehler. Warum und wieso und weshalb kann ich nicht sagen. Zumindest wird das jetzt wieder enteloxiert und dann wieder von vorne der Vorgang. Mal gucken. Das andere Werkstück ist komplett gleichmäßig, das hier überhaupt nicht. Naja gut, egal. Also, nochmal rein das gute Stück hier. Und ihr seht, wie sich das Wasser sofort schwarz färbt und die Eloxierung hier sofort wieder, also die Färbung, Entschuldigung, sofort wieder runtergeht. Solange es nämlich noch nicht versiegelt ist. Das liegt jetzt gerade mal 5 Sekunden drin. Und ihr seht, dass hier doch eine unterschiedliche Patina drauf ist. Da ist einigermaßen okay, hier überhaupt nicht. Da unten auch nicht so richtig. Naja, Abreiner mit 10 Minuten und dann gucken wir nochmal. Ich habe jetzt gerade nochmal einen Esslöffel nachgekippt und innerhalb von Sekunden war das hier sauber. Vorher hat sich da gar nichts getan. Der Hydrox ist schon aufgebraucht gewesen. Aber jetzt innerhalb von einer Sekunde auf die nächste ist das dann hell geworden. Mit einem Teelöffel nur nachgekippt. Und ihr seht da so kleine Fehler drin da oben. Naja, okay. Lassen wir drin. Da sich der gute Mann nicht erweichen lässt, hier seine Flecken zu verlieren. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt einfangen soll. Da sieht man es, da sind die Flecken. Werde ich den jetzt nochmal abschleifen und dann nochmal kurz reinigen und dann nochmal versuchen zu eloxieren. Denn das wird nicht funktionieren, das nehme ich mal nicht an. Also nochmal ein bisschen anschleifen und dann nochmal reinigen. Der zweite Fersenschoner wird jetzt mal gewässert. Aber ich habe da so eine dumpfe Befürchtung. Mal kurz das Messer rausnehmen. Ja, da sind doch etliche Schleifspuren drin. Ob man das jetzt so sehen kann, ist eine andere Frage. Abhängig davon, wie die Kamera das aufnimmt, was ihr für eine Auflösung bei YouTube habt. Aber da sind doch etliche Kratzer drin. Ich werde das jetzt trotzdem eloxieren. Nur um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Obwohl das jetzt hier mit 2000er Schleifpapier angeschliffen ist. Das sieht man hier doch ganz deutlich. Schleifspuren. Nun gut. Aber kann ich ja jedes Mal wieder rückgängig machen. Das hat keine 2 Minuten gedauert. Dann wieder diese Anzeige. Also das hat jetzt definitiv was mit den Werkstücken zu tun. Nicht mit dem generellen Aufbau oder mit irgendeinem Werkzeug. Ob das jetzt der Draht ist oder ob das Netzteil ist. Ich werde jetzt mal ein Fersenschoner an meiner Maschine abbauen und gucken, was damit passiert. So. Dann sind wir mal gespannt. Liebe Leute, wie gekauft. Matt und eine durchgehende Fläche. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, na gut, da warten wir mal auf die restlichen Werkstücke. Der ist jetzt ungefähr eine Viertelstunde drin. Wird jetzt auch langsam schwarz, aber wir haben hier noch ziemlich viel Dreck
Wie sieht es auf der Unterseite aus? Ja, das innen drin, das sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht so. Noch ziemlich viel Dreck. Hätte man vielleicht doch nochmal vorher mit der Bürste oder sowas reingehen können. Aber wir lassen ihn noch ein bisschen laufen. Weil jetzt hier in den Ritzen doch noch ein bisschen sehr viel Dreck ist, gehe ich jetzt mit einer Zahnbürste da nochmal rein. Und unterstütze jetzt noch mal ein bisschen so den Reinigungsprozess. Zumindest in den schwer zugänglichen Stellen. Hier auch nochmal, wo die Fußraste saß mit dem Fett oder mit dem Fett. Denn ansonsten sieht das schon ganz gut aus. 20 Minuten fast drin schon. Aber wir lassen ihn nochmal. Nachdem ich jetzt mit der Zahnbürste rüber gegangen bin, 2-3 Minuten drin. Damit sich das auch löst, wo ich jetzt mit der Zahnbürste nur angelockert habe und nicht komplett entfernt habe. Der Fußrastenträger für hinten war ja ziemlich groß und ist ja auch durchs Reinigen schwarz geworden. Ich habe den jetzt nur ein paar Sekunden hier drin und schwuppdiwupp ist das ganze Eloxierbad dunkel. Dafür ist er wieder hell. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt Auswirkungen hat auf das Eloxieren selber. Ich schmeiße den jetzt auch einfach mal an. So, das größere Werkstück, der Fußrastenträger, fängt auch sofort wieder an zu arbeiten hier mit dem Eloxierbad. Die 3 Ampere sind wieder drin, was mich jetzt hier so ein bisschen wundert. Nee, wollte ich jetzt nicht sagen, aber die Voltzahl ist doch von über 20 auf runter auf 9. Das hängt also auch so ein bisschen von der Werkstückgröße ab, wie viel Strom und wie viel Spannung hier fließt. Zumindest blubbert es hier wieder. Egal wie schwarz hier die Brühe schon ist beim Eloxieren, funktionieren tut sie anscheinend noch. Wir lassen das jetzt auch noch mal eine Stunde drin. Wahrscheinlich wird es auch wieder nach einer halben Stunde aufhören. Aber dann habe ich so eine dunkle Vermutung, wie gesagt. Das ist jetzt länger als eine halbe Stunde drin. Ich habe sogar in der Zwischenzeit noch mal die Amperezahl erhöht hier auf 4 Ampere. Dann steigt auch automatisch die Spannung hoch. Das ist jetzt also länger als eine halbe Stunde drin, ungefähr 32, 33 Minuten, läuft immer noch. Also hier wollen wir mal abwarten, wie lange das hier dauert, bis hier der Strom abreißt. Der ist jetzt 2 Stunden drin und wie ihr seht, es funktioniert. Und ich vermute, dass das ein bisschen auch was mit der Aluminiumlegierung zu tun hat. Kann ich mir nicht anders vorstellen, auch wenn mich jetzt jeder Physiker oder Chemiker auslachen wird, wenn das nicht so zutrifft, aber es ist schon sehr komisch, dass der 2 Stunden hier drin ist und nichts passiert und die anderen beiden eine halbe Stunde und es reißt der Strom ab. Werden wir gleich bei der Fußraste auch noch sehen, die besteht ja aus demselben Material und dann wollen wir mal gucken. Also das Ding kommt jetzt raus, ab ins Färbebad. Der dürfte jetzt fertig sein, wollen wir mal gucken, was das Ergebnis ist. Und das Ergebnis ist ein komplett schwarzer Sozius Fußrastenhalter. Das sieht richtig gut aus. Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt so ins Bild kriege. Liebe Leute, ich packe den mal ins Wasser. So. Passt. Das ist jetzt der Fußrastenträger. Der ist auch schwarz geworden, aber der hat so kleine graue Stellen, Flächen hier und hier in den Kanten. Der war eigentlich komplett überzogen mit so einem leicht gräulichen Überzug, so ein bisschen milchig. Den konnte ich aber mit dem Zewa abwischen. Was das nun zu sagen hat, kann ich jetzt leider nicht erklären. Ich nehme mal an, ja, aber ich nehme ja so vieles an zurzeit, dass das daran lag, dass das Farbbad zu kühl war. Das hatte nur 30 statt 50 Grad, weil ich das nicht zwischenzeitlich beheizen konnte in dieser Plastik-Tupperschale da.
Aber nun gut, das werden wir sehen, wenn ich das Pendant dann dementsprechend eloxiere. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Interessant ist die Rückseite. Hier sind also so Flächen drin, die komplett korrodiert sind. Da ist also, das ist eher Span irgendwie so. So wie man eigentlich korrodiertes Aluminium kennt. Gut, das interessiert mich nicht, weil die Stelle sieht keiner hinten, da findet keiner, selbst wenn er genau hinguckt, die Stelle ist total verdeckt. Aber ist nur eine 2-, vielleicht eine 3+. Dafür nehme ich jetzt die Fußraste raus. Das ist eigentlich das Teil, was ich überhaupt nicht zeigen wollte zum Eloxieren. Das hat aber dasselbe Material wie der Fußrastenhalter. Und ich vermute, dass das genauso gut klappt wie mit dem Fußrastenhalter. So. Mal gucken. Das ist jetzt die Fußraste, passend zu dem Fußrastenträger. Die ist jetzt zum insgesamt, glaube ich, 3. Mal drin. Das erste Mal habt ihr ja mitgekriegt, da habe ich den ersten Versuch komplett abgebrochen. Das zweite Mal war vor ungefähr einer halben Stunde oder einer Stunde. Wieder auf 0 Ampere geschaltet nach 2 Minuten, genauso wie im ersten Versuch. Und der läuft seit über 10 Minuten, der 3. Versuch. Unterschied zu den ersten beiden Versuchen: 0,5 Ampere weniger. Würde im Umkehrschluss bedeuten, zu viel Strom ist auch nicht gut. Chaotischerweise deckt sich diese Erkenntnis nicht mit den Fersenschonern. Nun gut, wir lassen den jetzt trotzdem noch 50 Minuten köcheln hier in dem Eloxierbad und gucken, was dann dabei rauskommt. Kaum sage ich's, fängt er hier auch schon an rumzuspinnen. Ich werde ihn jetzt trotzdem mal färben. Vielleicht war einfach der Strom wirklich zu stark. Zum Schluss haben wir jetzt hier die Fußraste, die wir ja jetzt auch schon 3 Mal drin hatten, wo ich mich schon gefreut habe, dass das auch funktioniert, jetzt mit weniger Ampere, mit 2,5 Ampere. Aber nach 12 Minuten dann auch dementsprechend die Stromunterbrechung und der Strom unterbrochen worden ist. Entschuldigung. Ich habe das jetzt trotzdem gefärbt und versiegelt und siehe da, es ist okay. Die Macken, die sind halt mechanischer Natur. Wenn man da genau hinguckt. Hier sieht man einmal, wo der Draht war. Hier. Aber das ist okay, weil das sieht man später nicht, weil das hier alles ja eingebaut ist. Das hätte komplett blank bleiben können, das wäre mir egal gewesen. Aber hier die Fußraste selber ist schwarz geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie haltbar das ist, wenn das nur 12 Minuten eloxiert ist. Weil ich denke mal schon, dass das 200 Quadratzentimeter hat oder von mir aus auch 150. Dann hätte das länger als 10 oder 12 Minuten eloxieren müssen. Gut, egal. Das ist jetzt das 4. Ergebnis des Tages. Wir testen weiter. Wir kommen zum Ergebnis. Das Ergebnis liegt neben mir, das habe ich schon mal aufgebaut. Da sind noch Teile hinzugekommen, die ihr noch gar nicht kanntet. Das habe ich aber jetzt noch nicht dokumentiert, oder das habe ich nicht dokumentiert, genauso wenig wie ich jetzt jeden weiteren Eloxierversuch von Teilen dokumentiert habe, die ihr schon kennt, weil einfach der 23. Eloxierversuch irgendwann uninteressant wird. Ich denke mal, dass wie man eloxiert sollte klar sein. Interessanter ist, was ist jetzt nur rausgekommen und warum ist es so rausgekommen. Bevor wir jetzt dazu kommen, bitte ich euch nochmal um 1 Minute Gehör, weil ich am PC gemerkt habe beim Zusammenschneiden, dass der Film noch schon recht lange dauert, nämlich schon über 1 Stunde. Ich bedanke mich erstmal herzlich bei denen, die so lange hier durchgehalten haben und sich hoffentlich auch noch den Rest angucken, weil jetzt wird es ja erstmal auch nochmal interessant. Ich habe lange überlegt, ob ich das nie irgendwie komprimiere und zusammenschneide, indem ich sage, zum Beispiel, ich hau alle chaotischen Ergebnisse raus, alle
Kommentare oder Formulierungen oder Vermutungen, die zu dem Zeitpunkt vielleicht für mich logisch waren, aber am Ende hin nur bedingt relevant oder falsch sogar sich herausgestellt haben, rauszuschneiden, dass ich nur die erfolgreichen Versuche zeige, wo es wirklich hundertprozentig geklappt habe und alle Fehlversuche rausnehme. Ich hätte es mir dann in der Hinsicht wahrscheinlich sogar ganz einfach machen können, indem ich einfach ein Stück Blech genommen hätte, das in 4 Teile geteilt hätte und das eloxiert hätte. Das wäre vom Ergebnis her sicherlich hundertprozentig homogener geworden, wenn nicht sogar hundertprozentig homogen, und hätte die Schwierigkeiten, die gezeigt wurden, bis dahin wahrscheinlich gar nicht gehabt. Habe mir dann wirklich den Kopf gemacht und gesagt, ja, auch wenn du dich angreifbar machst und wenn vielleicht der eine oder andere böse Kommentar unter dem Video steht, das ist eigentlich nicht das, was du zeigen wolltest. Zeigen wolltest du ja, wie eigentlich der Erstversuch aussieht, wie qualitativ das Ergebnis ist. Das hatte ich ja in einer Einleitung gesagt, wo gibt es Verbesserungspotenziale, wo gibt es Schwierigkeiten. Und hätte ich das alles weggeschnitten, dann wäre das ein 10-Minüter geworden, wo ihr einfach nur gezeigt bekommen habt, tunkt das in den erste Becken, zweite Becken, dritte Becken, vierte Becken, fünften Becken und am Ende kommt ein fabrikneues Teil raus. Dass es dem nun nicht so sein muss, aber durchaus sein kann, das zeige ich. Ja, oder das habe ich auch bis hierhin gezeigt. Und ich hätte nicht gewollt, dass ihr in eurem ersten Versuch mit den ähnlichen Fragezeichen über dem Kopf dann da gestanden hättet und hättet gesagt, wieso klappt das bei dem und bei mir nicht. Bei mir hat es ja auch nicht am Anfang geklappt. So, wir fangen mit den Fersenschonern an. Bedanke mich nochmals wirklich für die Geduld, die ihr bis hierhin gezeigt habt. Das sind 4 Fersenschoner. 4 deswegen, weil ich die 2 Originalen von der Maschine auch nochmal abgebaut habe, um einfach die Statistikwerte zu erhöhen. Und zeige euch jetzt das Ergebnis und warum das Ergebnis so geworden ist. Das kann ich nach so vielen Versuchen, die ich jetzt zwischen gemacht habe, jetzt auch inzwischen deuten. Das sind jetzt die 4 Fersenschoner. Und wenn man sich das Ergebnis der einzelnen Fersenschoner anguckt, dann ist das Ergebnis eigentlich schön geworden. Die sind alle gleichmäßig gefärbt. Da ist keine Schattierung mehr drin. Auch die Rückseiten sind alle schön geworden. Alles gleichmäßig gedeckt. Wenn ich mir jetzt aber die 4 Stück gleichzeitig mal angucke, indem ich die hier so rüberlege und ich versuche das mal ein bisschen ran zu zoomen, erkennt man, dass 4 unterschiedliche Schwärzungsgrade vorhanden sind. Die sind nun mal da und woher kommt das jetzt nun? Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Dazu muss man Folgendes wissen. Ich lege das nochmal auseinander. Die beiden linken Fersenschoner sind diejenigen, die an der Maschine verbaut waren. Die beiden rechten sind diejenigen, die ich zugekauft habe, die ihr auch aus den beiden Versuchen kennt. Erster Unterschied ist, dass der obere linke 45 Minuten eloxiert werden konnte, die anderen 3 konnten maximal 30 Minuten eloxiert werden. Zweiter Unterschied ist, dass sich die Originalteile bei der Reinigung schon ganz anders verhalten haben. Ich blende da mal eben was ein. Hoffentlich kann man erkennen, dass die beiden Originalfersenschoner schwarz geworden sind bei der Reinigung, während die zugekauften Teile ja silbrig geblieben sind. Da bin ich jetzt mal auf die Idee gekommen, dass hier unterschiedliche Metalle oder beziehungsweise unterschiedliche Legierungen vorliegen. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir hier die paarweise identische Ergebnisse kriegen. Denn ich muss dazu sagen, dass ich zum Schluss nur noch paarweise eloxiert habe, sprich paarweise gereinigt, paarweise anodisiert, paarweise gefärbt und versiegelt, dass zumindest die beiden identisch sind und die beiden identisch sind. Wenn man ganz genau hinschaut, sind aber die oberen beiden, das sind die linken Fersenschoner, identisch oder annähernd identisch und die unteren beiden, also die rechten Fersenschoner. Also mit dem Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet, erklärt aber wirklich, dass hier unterschiedliche Legierungen vorliegen, bedingt durch unterschiedliche Chargen, unterschiedliche Herstellerdaten, unterschiedliche Zulieferer vielleicht sogar. Und man muss hier festhalten, ihr könnt euch so viel anstrengen, wie ihr wollt, wenn das nicht die gleiche Legierung ist, kriegt ihr das nur annähernd identisch, aber nicht vollkommen identisch. Ist aber jetzt in dem Fall überhaupt nicht schlimm, weil die Teile gegenüberliegend verbaut werden. Man kann also jetzt nicht den direkten Vergleich später beim Anbau feststellen. Also wenn die jetzt hier so nebeneinander verbaut werden würden, wäre das schon viel schlimmer. Müsste ich jetzt Schulnoten vergeben, müsste ich für die oberen beiden würde ich eine 1 vergeben, für die unteren, oder für den hier eine 2 und für den hier eine 3, weil der schon sehr hell geworden ist. Würde ich die jetzt paarweise beurteilen müssen, würde ich hierfür eine 2- geben, hierfür ja eigentlich eine 3-, weil hier auch wirklich der wieder zu hell ist und insgesamt eigentlich auch eine 3-.
Und wenn man sich jetzt mal so einen dunklen anguckt und den hellen, dann ist der Unterschied doch, ich zoome da noch mal dran, doch schon ziemlich eklatant. Ja, kommen wir zu den Fußrastenhaltern. Und da ist ein ähnliches Ergebnis zu sehen. Das sind die beiden Fußrastenhalter. Bei dem hier hatten wir ja das Problem, dass das Farbbad zu kühl war. Das hatte ja nur 30 Grad statt 50 Grad. Und dann hatten wir als Ergebnis, oder hatte ich als Ergebnis, dass hier so ein leicht milchiger Belach drauf war und die ganze Oberfläche sehr, sehr matt. Entschuldigung. Das ist hier genauso aufgetreten. Das hatte also die richtige Farbbadtemperatur, beziehungsweise den hatte ich dann sogar noch ein zweites Mal eloxiert. Das ist hier also auch aufgetreten. Und da ich diesen milchigen Belach nicht hundertprozentig weggekriegt habe, habe ich dann mit einer Metallpolitur beide Teile behandelt und der milchige Belach ist weggegangen, hat aber dann zutage gefördert, das hat man vorher mit diesem Mattenbelach so gar nicht gesehen, dass der hier ein Ticken dunkler ist als der hier. Und das sieht man, ich habe das schon vorher mir auf dem Film auch schon mal angeguckt, das sieht schlimmer aus auf dem Film, wie es ist, aber ich halte das jetzt hier mal so dagegen. Es ist vorhanden, man sieht also einen Farbunterschied und wie gesagt, ich konnte die aufgrund der Größe auch nicht paarweise eloxieren, ist aber auch in dem Fall nicht schlimm, weil die gegenüberliegend verbaut werden. Müsste ich jetzt hier eine Schulnote vergeben, würde ich den hier mit einer 2 plus und den hier mit einer 2 minus beurteilen. Dadurch, dass sie ja Paare sind und nicht identisch sind, muss ich hier auch eine 3 oder eine 3 minus vergeben. Interessanter Gimmick übrigens, hier ist so ein Gummi drin. Da ist der Auspuff dran befestigt. Das habe ich nie abgekriegt, weil das so fest sitzt. Und habe das einfach mit diesem Gummi eloxiert, sprich in das Säurebad hinterher reingegeben, in das Reinigungsbad reingegeben, mitgekocht und allem und dran. Das hat dem überhaupt nichts ausgemacht. Also ein ganz netter Gimmick nebenbei. Kommen wir zu den dazugehörigen Fußrasten, die hier eingebaut werden. Das sind jetzt die beiden Fußrasten. Das Ergebnis ist hier auch ein Unterschied in der Schwärzung bzw. in der Deckung. Das sieht man witzigerweise im Gegensatz zu den Fußrastenhaltern hier nicht so sehr auf dem Foto. Das ist also in Wirklichkeit ein bisschen schlimmer. Man glaubt, man erkennt das ein bisschen besser auf den geriffelten Oberflächen selber. Hier hat man also noch so einen milchigen Belach und der ist hier nicht vorhanden. Dazu sei gesagt, dass ich auch diese nur noch paarweise zum Schluss eloxiert habe. Die habe ich also am Anfang einzeln eloxiert und zum Schluss dann auch nur noch paarweise. Und beim gemeinsamen Reinigen ist mir dann aufgefallen, das blende ich jetzt auch gerade ein, dass der eine schwärzer gewesen ist beim Reinigen als der andere. Also auch hier eine unterschiedliche Reaktion, obwohl das ja zusammen verbaute Fußrasten sind, wo man im Originalzustand nichts gesehen hat, dass hier unterschiedliche Legierungen oder möglicherweise unterschiedliche Legierungen verwendet worden sind. Das hat man auch nicht gesehen im Originalzustand. Also man erkennt witzigerweise auf der Unterseite jetzt nicht so sehr den Unterschied, aber auf der Oberseite erkennt man schon, dass der hier ein Ticken heller ist. Müsste ich jetzt auch hier eine Schulnote vergeben, würde ich hier eine 2 plus vergeben, hier eine 2 minus und da das wieder ein Paar ist, muss ich auch hier wieder eine 3 minus vergeben, weil sie nicht identisch sind, aber auch hier wird man am angebauten Zustand keinen Unterschied merken, weil die eben gegenüberliegend verbaut sind. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, wo das überhaupt nicht aufgetreten ist, sondern sehr gut geklappt hat mit dem paarweise Eloxieren. Das sind jetzt Fußrastenhalter für eine Ersatzfußraste für den Fahrer. Das ist von der Firma LSL. Das ist so eine Fußraste. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück, sonst sieht man das nicht so ganz. Die wird hier sozusagen aufgeschraubt und da werden die Originalen ausgetauscht. Und diese Adapter hier, die gibt es nun mal leider nicht in schwarz. Das hat mich gestört. Und habe dann dementsprechend auch diese eloxiert und zwar paarweise. Habe die paarweise gereinigt, anodisiert und gefärbt. Und herausgekommen ist ein absolut identisches 1A-Ergebnis. Die sind also wie aus dem Laden. Das sieht aus wie gewollt und gekonnt. Muss man ganz deutlich sagen. Und das ist für mich der Beweis, dass wenn die Sachen aus demselben Material bestehen, aus denselben Legierungen, hat man auch das Ergebnis, was man sich wünscht. Interessantes Nebenergebnis ist, dass die auch total samtig und matt aus dem Verdichtungsbad oder Versiegelungsbad gekommen sind. Die musste man auch erst also mit Politur wieder auf Hochglanz bringen.
Ich hätte immer gedacht, dass die auch hochglanzmäßig dann aus dem Versiegeln herauskommen. Nein, es ist so nicht gewesen. Aber wie gesagt, das Ergebnis ist 1 mit Sternchen. Dass es auch ganz anders geht, nämlich 5 mit Sternchen, zeige ich euch jetzt. Das ist ein Handbremshebel, den hatte ich übrig. Das war nämlich der original angebaute Handbremshebel an der Maschine. Den habe ich natürlich inzwischen gegen schwarze ausgetauscht aus dem Zubehörhandel und hatte den übrig. Ich zeige euch den mal, wie der vorher aussah. Das war also so ein silberner, glänzend polierter Handbremshebel. Und jetzt zeige ich euch das gleiche Teil nach dem ersten Reinigen. Und da hat es mich auch zerhauen, weil danach kam der matt, fleckig, stumpf, irgendwie ganz unansehnlich raus. Und ich habe den dann trotzdem eloxiert. Und dann kam eigentlich diese Oberfläche hier raus. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Farbe hier eigentlich orange sein sollte. Ich habe also orangenes Pulver gekauft und herausgekommen ist eigentlich Gold. Ja, also ich empfinde das als Gold und nicht als orange. War damit nicht zufrieden und habe den nochmal gereinigt. Wieder dasselbe Problem, ganz scheckig, war drum dran und habe versucht, diese Scheckigkeit mit 2000er Schmirgelpapier hier anzuschleifen. Ich habe schon beim Schleifen gemerkt, dass das irgendwie nichts bringt. Habe den dann trotzdem eloxiert mit dem Ergebnis, dass im zweiten Versuch diese Schleifstellen überhaupt gar keine Farbe mehr angenommen haben. Also das hat mich dann recht gewundert, weil vom Gewicht her ist das Aluminium und wenn es auch kein Aluminium wäre, dürfte der auch gar nicht eloxiert werden und gar keine Farbe angenommen haben. Warum jetzt diese Schleifstellen hier, diese oberflächlichen, jetzt sich geweigert haben, da irgendwas anzunehmen, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Wir sehen aber auch hier so Flecken hier, die hier drauf sind. Auch das ist nicht so wirklich hundertprozentig, sodass man zusammenfassend sagen kann, die Unterseite lasse ich ja noch mit einer 4 durchgehen, weil es einfach nicht mehr glänzend ist, sondern matt und auch eine falsche Farbe hat, wofür das Werkstück aber wahrscheinlich nichts kann. Und die Oberseite ist eine 6. Das muss man ganz deutlich so sagen. Das Teil würde ich mir so einfach nicht mehr an das Motorrad anbauen. Zum Glück hatte ich jetzt übrig und musste es nicht irgendwie bezahlen oder muss mir was Neues kaufen. Also das ist wirklich durchgefallen. Kommen wir mal zur Zusammenfassung oder wie man auf Neudeutsch sagt, auch zum Brainstorming. Was ist die größte Fehlerursache, die wir eigentlich haben? Ich sage mal einfach, 99% aller Fehler, die aufgetaucht sind, haben irgendwas damit zu tun, dass beim Eloxieren zu frühzeitig der Strom abgerissen ist. Wir erinnern uns mal an den ersten Versuch. Da ist es ja so gewesen, dass ich sogar mein Netzteil in Verdacht hatte, dass das Netzteil kaputt ist. Habe mich dann hinterher damit beruhigt, dass ich irgendwie gegen die Wanne mit der Schwefelsäure gestoßen bin und da irgendwas verrückt habe, dass der Draht dann auch verrückt ist und da Strom abgerissen ist. Richtig ist, dass der Strom abgerissen ist. Falsch ist, dass das durch irgendwie mechanische Beeinflussung von außen gekommen ist. Ich habe nämlich hinterher das sogar noch mal ein paar Mal forciert, indem ich Stücke irgendwie bewegt habe, indem ich den Draht bewegt habe, oben die Befestigung bewegt habe, Strom abgenommen habe, Strom drangenommen habe, an der Schüssel, also den Bottich gerüttelt habe. Mir ist sogar einmal aus meinem Schrank was aus 1 Meter Höhe in das Eloxierbad gefallen und es hat überhaupt nichts gemacht. Das Ding hat weiter eloxiert. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt aber der Grund, warum wir solche teilweise frühen Stromabrisse hatten? Das liegt ganz einfach daran, dass ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht reproduzieren, das ist das Problem. Wir haben ja also, um das mal ganz einfach zu rekapitulieren, Teile, die sehr gut und durchgehend eloxierbar waren und Teile, die sich ganz schlecht haben eloxieren lassen. Nehmen wir mal einfach hier diesen Fußrastenhalter, ja, den habe ich, das ist der mit der zu niedrigen Farbtemperatur, den habe ich 2 Stunden eloxiert, einmalig. Den habe ich nie wieder eloxiert. So, das ist der Fußrastenhalter 2, der Pendant, den habe ich zweimal eloxiert, jeweils 1 Stunde und dann habe ich abgebrochen. Wobei mir gerade einfällt, das könnte auch die Ursache sein, warum die sich ein bisschen unterscheiden. Der Handbremshebel, den habe ich zweimal eloxiert, jeweils 1 Stunde, dann abgebrochen. Der sieht zwar kacke aus, aber das funktionierte. So, dann haben wir hier die Adapter, einmal eloxiert, 1 Stunde. Und jetzt kommen langsam die Problemkinder, die Fußrasten selber. Im ersten Versuch 2 Minuten abgebrochen, im zweiten Versuch einzeln eloxiert, 2 Minuten abgebrochen, im dritten Versuch einzeln eloxiert, 12 Minuten abgebrochen. Ich habe die irgendwann nur noch paarweise eloxiert und siehe da, wenn die paarweise eloxiert wurden, haben die dann 1 Stunde eloxiert. Da habe ich mir keine Probleme oder keine Sorgen gemacht. Zu dem paarweise Eloxieren komme ich gleich nochmal zu.
Ja, jetzt die Chaoskinder, die Fersenschoner. 2 Minuten, 30 Minuten, 2 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 30 Minuten, 2 Minuten. Also das ist total chaotisch gewesen. Ich weiß es bis heute noch nicht, woran es lag. Fakt ist aber, dass das Material wahrscheinlich da irgendwie eine Rolle mitspielt, weil die konnte man nicht länger als 30 Minuten, bis auf die eine Ausnahme, eloxieren. Da konnte man sich auf den Kopf stellen. Und die zweite Geschichte ist, wahrscheinlich liegt das auch so ein bisschen an dem Draht. Das ist meine Vermutung, zumindest bei den Teilen. Ich hatte ja am Anfang so einen 1,5 mm Draht. Der hat sich als ziemlich unflexibel im zweiten oder im dritten Versuch erwiesen, weil wenn man den einmal umgebogen hat, dann hat man den nie wieder gerade gekriegt. Ich habe mir dann so ein bisschen geholfen, indem ich mir so Ösen gebildet habe in den späteren Versuchen und die dann nur noch gesteckt habe. Ich zeige mal so Ösi, das ist Ösi. Ja? Und ich zeige jetzt mal, wie ich das zum Beispiel beim Handbremshebel gemacht habe. Das hat dann hinterher gut funktioniert, aber zum Umwickeln, um Werkstücke kann man das Teil nicht gebrauchen. Perfekt hat sich eigentlich dieser 1 mm Draht erwiesen. Der ist flexibel, aber trotzdem ja, fest und hat dann auch dementsprechend die Möglichkeit, auch größere Stromstärken zu verarbeiten. Das ist nämlich mit dem kleinen Draht hier, mit dem 0,5 mm Draht, den halte ich auch mal ins Bild, wenn man den überhaupt erkennt, nicht möglich. Der fängt nämlich bei über 4 Ampere an zu glühen, auch unter Wasser. Ich zeige dir mal gerade ein Bild, wie der das Holz versenkt hat. Also da kann man nur mit kleineren Stromstärken arbeiten. Witzig ist also, dass ich hinterher auch dann dazu übergegangen bin, die Position des Drahtes nach einem fehlgeschlagenen Eloxierversuch zu ändern. Ich habe nämlich anfangs das so gemacht, irgendwie fehlgeschlagen oder ich musste das enteloxieren. Und dann hatte ich immer das Werkstück so genommen, da hing ja noch der Draht dran, habe das dann gewässert und dann irgendwie nochmal gereinigt. So. Und irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich habe dann hinterher Folgendes gemacht, ich habe das aus dem Eloxierbad rausgenommen, gewässert, habe den Draht abgemacht, habe einen anderen Draht dran gemacht, das kann ruhig dieselbe Stärke gewesen sein und dann wieder nochmal gereinigt. Und witzigerweise hat sich das als ja, erfolgssteigernd erwiesen. Wenn ihr also ähnliche Probleme habt, versucht das ruhig damit mal, den Draht zu wechseln oder die Position des Drahtes zu wechseln, wenn das funktioniert. Empfohlen ist die Eloxierung eines Werkstückes von 60 Minuten mit 1,5 Ampere pro 100 Quadratzentimeter. Jetzt habe ich ja hier diese Fersenschoner oder auch hier mal diese Fußraste, die maximal 12, im einen Versuch maximal 12 Minuten eloxiert werden konnte. Und ich habe diese Fersenschoner nie über 30 Minuten gekriegt, abgesehen von diesem einen, der einmal 45 Minuten eloxiert werden konnte. Jetzt werden die meisten ja, oder einige sagen, ja, da ist aber dann die Eloxalschicht viel zu dünn. Dazu 2 Sachen. Erstens, was will ich machen, wenn der nur 30 Minuten lang eloxiert werden kann und danach abbricht? Und zweitens ist das ja eine Frage der Haltbarkeit, denn was passiert, je länger ich eloxiere, umso größer wird die Eloxalschicht und die Eloxalschicht ist eigentlich die Schicht, wo die Farbpigmente später eingeschlossen werden. Ist diese Eloxalschicht tiefer oder dicker, dann kann ich auch dementsprechend damit rechnen, dass die Oberfläche haltbarer ist bzw. die Farbtiefe hier größer ist. Ich habe mir lange überlegt, wie ich jetzt dementsprechend testen kann, ob die Farbtiefe bei diesen 30 Minuten eigentlich ausreicht, weil ich habe ja jetzt nichts Mechanisches, womit ich hier testen kann, und habe mir mal überlegt, dass ich das auch mit einer Politur machen kann. Ich blende mal eben kurz ein, was ich mit dem Halter eines Sozius hinten für den Sozius dementsprechend gemacht habe. Das Ding besteht aus Aluminium und man kann erkennen, dass hier ein paar Mal rübergehen, das Tuch komplett schwarz gefärbt wird. Und dasselbe habe ich jetzt auch mal mit einem mit einem Fersenschoner gemacht. So, jetzt mache ich das gleiche. Ich muss mal eine saubere Stelle hier am Handtuch finden. Das gleiche mache ich jetzt mit einer eloxierten Fläche. Das ist jetzt der eine Fersenschoner, der so hell geworden ist. Da nehme ich jetzt hier so eine, ich hoffe man kann sehen, ein Handtuch. Das Handtuch ist natürlich jetzt nicht frisch aus der Waschmaschine, aber man erkennt, dass hier noch eine ziemlich unbedarfte Stelle ist. Und poliere das hier mal durch. Und das jetzt nicht gerade irgendwie mal eben nur ein bisschen streicheln, sondern ich drücke da schon richtig feste drauf. So. Und schon einmassiert und ihr seht, das ist jetzt hier, da wo ich drüber gehe, ist
das ist eher feucht, als dass das wirklich dreckig ist. Ich kann das selber jetzt nochmal auf der Rückseite machen, damit ihr mir wirklich glaubt. Also auch hier drücke ich richtig feste drauf. Und auch hier ist eigentlich so gut wie nichts zu erkennen. Das ist eigentlich eher die Paste und die Feuchtigkeit, als dass da wirklich irgendwas schwarz oder dreckig geworden ist. Denn durch das Reinigen ist natürlich da jetzt auch kein Dreck mehr drin, der schwarz werden könnte. Und die Farbe selber hält also in den Poren, in der Eloxalschicht so fest drin, dass ihr das mit Polieren nicht mehr rauskriegt. Ihr seht also, dass die Haltbarkeit ist gegeben. Das Einzige, was ihr wirklich machen könnt, um das Ding wieder blank zu kriegen, ist in die Natronlauge zu packen oder mit einem Schraubenzieher oder mit einem spitzen Stein vom Schuh irgendwo drauf rumzukratzen. Dann aber, muss man ganz ehrlich sagen, nützt auch nicht ein 60-minütiges Eloxierbad, weil die Schichten, die Eloxalschichten liegen im Mikrometerbereich. Ein Schraubenzieher wird auch bei 60-minütigen Eloxierbad da aufs Blanke stoßen. Haltbarkeit also gegeben und das Ergebnis ist ja auch optisch, wenn man die einzeln betrachtet, wunderbar geworden. Nächster Punkt ist paarweise eloxieren, ja oder nein. Ich selber habe gesagt bekommen, nicht paarweise eloxieren, sondern einzeln. Das würde ich heutzutage so nicht unterschreiben, denn es gibt Vorteile und es gibt Nachteile. Vorteil ist gerade für die Beginner, so wie mich, oder für die Anfänger, dass ich bei paarweiser Eloxierung die Fehlerursachen minimieren, oder sagen wir mal die Ursachen an Anzahl minimieren kann. Stellt euch einfach mal folgendes Bild vor. Ihr eloxiert einzeln und habt ein unterschiedliches Ergebnis bei zwei gleichen Werkstücken. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ich habe wahrscheinlich nicht da zu wenig eloxiert oder zu lange gereinigt oder die Farbtemperatur war eine andere oder was auch immer. Das kann euch nicht passieren, wenn ihr paarweise reinigt, paarweise eloxiert und paarweise färbt. Da habt ihr immer die gleiche Behandlung. Ihr könnt davon also ausgehen, dass hier ein anderer Fehler vorliegen muss. Und so bin ich ja auch erst auf die Ursache gekommen, dass hier unterschiedliche Legierungen vorliegen. Diese paarweise Eloxierung hat aber auch zwei Nachteile. Punkt 1 ist, ihr müsst ein ausreichend starkes Netzteil haben, der auch diese Stromstärken für zwei dementsprechend zur Verfügung stellt. Die zweite Geschichte ist, und da geht ihr alles bitte mit mir nochmal gedanklich zurück zum ersten Versuch, da hatten wir ja ein Teil, was eloxiert wurde und ein Teil nicht. Das Netzteil hat ja die ganze Zeit was angezeigt, obwohl ein Fersenschoner gar nicht mehr eloxiert wurde. Das kann euch natürlich dann auch passieren, dass wenn ihr so bescheuerte Teile habt wie ich hier, dass ein Teil eloxiert wird und das andere Teil nicht. Das merkt ihr dann erst beim Färben selber. Das wäre jetzt ein Nachteil. Ich würde aber als Fazit trotzdem empfehlen, gerade als Anfänger, wenn die ersten Ergebnisse nicht so toll sind, doch nochmal paarweise zu eloxieren, um Fehlerursachen ausschließen zu können. Und erst wenn die Ergebnisse wirklich top sind, wie zum Beispiel hier bei den Adaptern, die sind ja wirklich 1A geworden, dann noch einzeln zu eloxieren. Ich habe das Ganze ja jetzt hier im Winter gemacht, bei einer Raumtemperatur von 5 bis 7 Grad. Das hat Vorteile und auch Nachteile. Ein riesengroßer Vorteil war, dass ich mein Schwefelsäurebad nicht runterkühlen musste. Wir müssen ja darauf achten, dass das nicht über 20 Grad kommt, um diesen Eloxalprozess zu optimieren. Hätte ich das jetzt im Sommer gemacht oder bei wärmeren Temperaturen, hätte ich da ja Kühlakkus reinpacken müssen, den Luftschlauch verlegen müssen und mittels dieser Aquarienpumpe hätte ich das dann umgewälzt, sodass die gesamte Temperatur runtergekühlt wird. Das habe ich ja auch im ersten Versuch gemacht. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert, weil nur aus den ersten 3 Löchern Luft kam. Ich habe das dann mit einem anderen Schlauch nochmal probiert, den ich ein bisschen abgeändert habe, wieder nur aus den ersten 3 Löchern Luft. Ich habe dann mal diese Pumpe generell getestet, indem ich diesen beigefügten Luftausströmer, wie man das nennt, verwendet habe. Ich blende da mal ein Video ein, auf dem man sehen kann, oder hoffentlich sehen kann, dass die beförderte Luft überhaupt nicht ausreicht für die Menge an Schwefelsäure, die ich hier hatte. Ich hatte hier also 4,5 Liter Schwefelsäure und diese Pumpe soll 150 Liter pro Stunde fördern. Ich hätte also beim Hochsommer mindestens die dreifache Menge gebraucht, sprich 3 von diesen Pumpen oder gleich eine Pumpe mit, sagen wir mal, 500 Litern Fördermenge. Testet also wirklich einmal durch vorher, wie viel Volumen habe ich an Eloxalbad, welche Außentemperatur habe ich und welche Menge brauche ich denn ungefähr dann, um das ordentlich umwälzen zu können.
Nachteil dieser kalten Aktion war, ich hatte hier meine Herdplatten stehen mit den verschiedenen Kochbötten. Und auf der einen Seite stand der große Kochbott mit dem destillierten Wasser zum Versiegeln. Da habe ich dann Wasser eingefüllt, dann volle Kanne aufgedreht und habe gedacht, naja, 10 Minuten wird das Wasser kochen, so kennt man das ja. Ja, scheiße, das war hier so kalt drin, dass er nach einer halben Stunde nicht gekocht hat. Und ich stand da jetzt mit meinen fertigen Eloxal-Produkten und wollte das eigentlich versiegeln und wusste jetzt auch nicht mehr weiter. Macht also nicht den Fehler, den ich auch gemacht habe im ersten Mal, sondern testet wirklich jede Station einmal durch, wie lange brauche ich, damit alles hier gebrauchsfertig ist und ich alles so benutzen kann in einem Prozess. Und wenn wir schon beim Durchtesten von Stationen sind, halte ich den Freund hier auch noch mal kurz ins Bild. Das war ja der Messbecher, wo ich im ersten Versuch die Fersenschoner gefärbt habe oder versucht habe zu färben. Da guckte ja oben die Spitze von den Fersenschonern raus, weil ja der Flüssigkeitsstand zu niedrig war, beziehungsweise der Kochbott irgendwie nicht geeignet war von der Form her. Nehmt also eure Werkstücke, die ihr selber eloxieren wollt, haltet die in jedes von euch angedachte Gefäß. Passt das überhaupt? Und wie hoch muss der Flüssigkeitsstand sein? Denn beim passt das auch, hätte ich spätestens bei diesem Teil hier Fragezeichen über dem Kopf gehabt. Das habe ich irgendwie gedanklich komplett ausgeblendet gehabt, was den Färbeprozess betrifft. Also spätestens da wäre ich ja auf die Nase gefallen. Dafür brauche ich nämlich ein eher flaches und breites Gefäß. Und da hatte ich ja auch angedacht, normalerweise mit dieser Aquarienpumpe diesen Färbeprozess auf Temperatur zu bekommen. Das ist natürlich bei flachen Gefäßen suboptimal, weil einfach die Eintauchtiefe von diesem Aquarienheizer überhaupt nicht ausreicht, um die Färbeflüssigkeit auf Temperatur, nämlich auf diese 50 Grad zu bringen. Das funktioniert wunderbar bei so hochstehenden Gefäßen, aber bei flachen Gefäßen nicht. Macht euch also vorher Gedanken, wie kriege ich meine Flüssigkeiten auf die geforderte Temperatur. Ich bin ja hinterher auch dazu übergegangen und habe auf der zweiten Herdplatte mein Farbbad vorgewärmt. Zum Schluss halte ich jetzt nochmal den Freund hier ins Bild. Das war ja total verkrustet und irgendwie verölt. Den habe ich ja so zum Testen einfach mal in die Natronauge gehalten. Mit dem Effekt, dass ich doch nochmal mit der Zahnbürste nacharbeiten musste und der über 20 Minuten im Reinigungsbad lag. Sein Pendant, den habe ich vorbehandelt. Das heißt, ich habe also die Öl- und Fettfilm hier mit Bremsenreiniger gereinigt, habe hier die Verkrustung mit einem feuchten Tuch angeweicht und hatte das Ergebnis, dass der noch nicht mal die Hälfte davon, der Hälfte der Zeit von dem großen hier im Reinigungsbad lag und war genauso sauber. Also, reinigt ruhig vor. Es spart Zeit, weil die Vorreinigung hat vielleicht 2 Minuten gedauert. Und im Endeffekt wird damit auch der komplette Reinigungsprozess optimiert. Das Video ist wirklich am Ende angelangt. Es kommt jetzt nur noch zum Schluss nochmal die Kostenübersicht mit den Einzelauflistungen über alle Materialien, Möbelwagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, auch wenn die Frustrationskurve am Anfang ein bisschen hoch ist vielleicht. Lasst euch nicht beirren, macht es nach. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen einen Anreiz dazu gebracht. Es macht hinterher ganz viel Laune, muss man ganz ehrlich sagen. Mein nächstes Video ist schon in Planung. Das geht um das Thema Industriekleber. Genau, das wird aber nur so und nicht so. Ja? Das verspreche ich euch ganz toll. In der Hinsicht wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Die Linke zum Gruße. Oh.